Herzlich willkommen bei unserem Executive Talk heute Abend. Mein Gesprächspartner heute ist der Chef der Segelregatten der Kieler Woche, der erste CDO in einem DAX-Konzern und derzeitiger CIO und CDO von Wacker Chemie. Herzlich willkommen, Herr Dirk Ramhorst. Ja, vielen Dank. Wir sprechen heute über die Digitalisierung, über die Digitalisierungsstrategien und ich beginne auch schon mit der ersten Frage. Ganz konkret, wie sehen Sie das Thema Big Data als Informationsstrategie im Ist-Zustand derzeit? Gerne bezogen auf Ihr Unternehmen, aber auch gerne über Ihre Unternehmensgrenzen hinweg, bezogen auf andere Großkonzerne in dem Bereich. Und wie sehen Sie hier die Zukunft? Also ich sage gern im Kontext des Konzerns, in dem ich unterwegs bin, der Wacker Chemie, dass Daten das Öl der Zukunft sind gewissermaßen. Und das ist in der Prozessindustrie relativ gut zu erklären und das versteht jeder, weil jeder weiß, welche Abhängigkeit die Industrie hat von Öl und Erdgas. Anders aber als in dem Thema Öl haben wir an vielen Stellen noch eine hohe Unreife zum Thema Daten, also das Verständnis, welchen Wert haben Daten. Und insofern ist auch das Thema Big Data abhängig von diesem Verständnis, was wir derzeit versuchen, zum Beispiel in Wacker Chemie zu etablieren, weil wir auch eine Datenstrategie entwickeln und darauf aufbauend eben Technologien zur Anwendung bringen, zum Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel, aber auch klassische Big Data, um Daten und den Mehrwert aus Daten für Wacker weiterzuentwickeln und den Mehrwert zu schaffen. Sehr schön. Jetzt ist es so, ich habe immer wieder viele Gespräche, auch wenn wir noch kurz bei dem Thema Big Data bleiben möchten, mit einigen CIOs, dass eigentlich der Stand der Dinge der ist, vor allem bei Großkonzernen ab 1 Milliarde Umsatz und aufwärts, dass momentan die Big Data Strategie die ist, oder der Ist-Zustand eigentlich hier ist, dass 90% der Unternehmen momentan eigentlich an der Basis sind, erstmal eine Struktur für Daten schaffen zu müssen, um dann weiter diese Daten nutzbar machen zu können und gleich noch dazu natürlich gleichzeitig immer mehr forciert wird, auch von CEOs von Großkonzernen, natürlich eine Monetarisierung der Daten zu erschaffen und eine Nutzbarkeit zu machen. Ja, die Prozesse, also ein Teil der Prozessindustrie oder ein wesentliches Merkmal der Prozessindustrie ist, dass wir schon eine Fülle von Daten haben. Prozessindustrie zeichnet aus, die Anlagen laufen 7x24, sind hochgradig automatisiert, noch nicht digitalisiert im Wesentlichen, aber eben automatisiert. Das heißt, über das Thema Manufacturing Execution werden schon Millionen von Datenpunkte generiert pro Sekunde, die wir nutzen können als Basis und die uns auch helfen können, zum Beispiel Algorithmen anzulernen, weil wir schier unendliche Daten aus der Vergangenheit haben, mit denen wir Muster versuchen können zu interpretieren und hoffentlich dann auch Mehrwert daraus zu generieren. Und insofern, ja, das ist richtig, aber für die Prozessindustrie ist der Mehrwert dann da drin, diese Daten weiterzuentwickeln und zu schauen, was fehlt. Und mein Schwerpunkt, wie ich das gerade erwähnt habe, ist mehr die Produktionsseite. Kundenseitig ist natürlich klar, Prozessindustrie ist häufig B2B und alles, was Datenpunkte von Kunden angeht, ist Entwicklungsland. Sehr schön. Jetzt haben Sie gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, Stichwort Automatisierung. Ich möchte gleich zur nächsten Frage kommen in dem Zusammenhang. Ich sage mal, das Buzzword RPA, Robotic Process Automation, ist ja derzeit überall Top 1 gesetzt, überall in aller Munde und natürlich auch das Thema AI. In diesem Zusammenhang, was ist Ihre Einschätzung, gerne wieder auf Ihr Konzern Wacker Chemie bezogen, inwieweit wird RPA in mittelfristiger, aber auch in naher Zukunft schon die Prozesslandschaft verändern? Also persönlich, und das ist gar nicht jetzt auf Wacker bezogen, persönlich glaube ich, dass RPA ein Thema ist, mit dem es hilft, erste Erfolge zu generieren. Also ich glaube, langfristig ist es gar nicht der Hype, den es heute darstellt. Heute ist es ein Instrument, mit dem man in einer bestehenden Prozesslandschaft, in einer bestehenden SAP-Landschaft beispielsweise Prozesse automatisieren kann, die heute noch häufig menschliche Interaktion bedürfen, die aber sehr wiederkehrend sind, die sehr stupide sind etc. Und ich glaube, langfristig wird es einfach diese Prozesse nicht geben, die man heute mit RPA angeht. Insofern denke ich, das ist ein Hype, das ist aber langfristig kein Thema. Sehr, sehr interessant. Und ich hatte gerade schon ein anderes Wort mit reingespielt, was eben auch so ein Buzzword ist, AI oder KI, wie man es möchte. Gerade in diesem Zusammenhang, und da haben Sie schon ein paar Stichworte gesagt, und gerade wenn wir im Großkonzernbereich sind, wo ja normalerweise, ich sag mal, die Mitarbeiterzugehörigkeiten gerade in diesen, ich sag mal, in den Ebenen, in denen man eventuell Prozesse optimieren könnte, auch mitarbeiterseitig, wirklich sehr langjährige Zugehörigkeiten haben, weit über 10 Jahre im Durchschnitt, obwohl zigtausend Mitarbeiter eingestellt sind. Inwieweit wird Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach das Thema AI in dem Zusammenhang auch die
das gesellschaftspolitische Denken in Deutschland verändern? Ja, also ich glaube, AI ist ein sehr wichtiges Thema, vielleicht momentan im Rahmen der Digitalisierung das mächtigste Thema und auch das Thema, was am neuesten ist. Grundsätzlich ist AI ja nicht neu, weil das sind Logiken, Modelle, die aus den 50er, 60er Jahren stammen, wo aber bisher eigentlich der Preispunkt, um diese Sachen anzuwenden, einfach so hoch war, dass man das im Kontext von Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, nicht anwenden konnte. Den Preispunkt hat man überwunden. AI ist von der Technologie her eine Commodity. Wenn man sich diese Landkarten anschaut, was es an Startups oder an Plattformen gibt für AI, dann explodiert praktisch diese Landkarte im Sinne der möglichen Optionen, die man hat. Und in der Tat, es ist etwas, mit dem man durchaus sehr schnell Themen auch bewirken kann. Wir haben bei Wacker verschiedene Plattformen zum Einsatz gebracht und haben auch wirklich in kürzester Zeit Erfolge gehabt in dem Einsatz. Einfach in der Logik, diese vielen Daten, die schon da waren, in einer intelligenten Weise zu verarbeiten. Gesellschaftspolitisch ist das Thema nicht ohne. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch sich mit der Ethik hinter dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil in einem global operierenden Konzern die Ethik zwischen China, USA oder Europa komplett anders ist. Ich erinnere nur an das Thema Data Privacy oder Datenschutzgrundverordnung. Aber einfach, weil man sich auch damit Gedanken machen muss, dass ein künstlicher Intelligenzalgorithmus angelernt werden muss. Und es schöne Beispiele auch in der Literatur oder im Markt gibt, wo praktisch über einen falschen Datenset, mit dem ich den Algorithmus anlerne, der Algorithmus auch nicht wirklich intelligent ist, nämlich dann mit diesem Bias auch weiter agiert. Und das ist sehr wichtig. Wir sind selber als Wacker engagiert in der sogenannten Applied AI-Initiative. Das ist eine Initiative moderiert über die Technische Universität in München und dem sogenannten Center for Entrepreneurship, Unternehmertum. Und wir sind mit 29 anderen deutschen Konzernen da engagiert, um eine Grundlage zu schaffen zum Thema künstliche Intelligenz. Einerseits technisch, einerseits über Ausbildung, und zwar nicht nur für die Firmen, die daran teilhaben, sondern auch gesellschaftlich. Und dann eben auch das Thema, Sachen wirklich auszuprobieren. Und wir haben zum Beispiel vor Weihnachten der Frau Merkel ein Dossier geschrieben im Sinne einer Petition zum Thema AI oder KI, in dem Sinne dann für Deutschland, was dafür notwendig ist aus der Sicht der Unternehmen. Sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, das ist wirklich ganz interessant, dass Sie auch diese Thematik natürlich ganzheitlich anpacken. Also wirklich von allen Seiten beleuchten, von allen Seiten betrachten und auch die Schritte gehen. Wirklich sehr, sehr spannend. Direkt die nächste Frage, eine ganzheitliche Frage in dem Zusammenhang. Was ist Ihrer Meinung nach die Hauptanforderung, um eine Transformation, gerade wieder im Großkonzernbereich, ja, eine Transformation eines Unternehmens gelingen zu lassen, um und das ist eigentlich ein schönes Wort, das derzeit auch immer wieder genutzt wird, um ein Digitalunternehmen zu schaffen? Okay, also es ist sehr wichtig, einen Aspekt zu berücksichtigen. Das kann man wirklich auf einen Aspekt herunterbringen. Das ist der Mensch. Alles, was man digital tut, handelt um den Menschen herum. Man muss den Menschen mitnehmen. Der Mensch im Kontext eines Unternehmens ist der Mitarbeiter. Und zwar unabhängig von der Rolle, der Geografie oder der Verantwortung oder der auch Zugehörigkeit in einem Unternehmen. Und die wichtigste Frage im Zusammenhang, wie in jedem Veränderungsprozess, die zu beantworten ist, die Frage, what's in for me? Was heißt das für den einzelnen Mitarbeiter? Und das ist in meinem Fall ein Umfeld von 14.000 Mitarbeitern, wo wir sehr, ich sage jetzt mal fast individuell versuchen, jeden mitzunehmen. Sowohl Mitarbeiter in der Produktion als auch Mitarbeiter in der Verwaltung, in der Forschung, Entwicklung oder wo immer sie unterwegs sein mögen, um sie Teil der Reise zu machen. Und nicht nur, ich sage mal, fast traditionell mögliche Risiken zu identifizieren, sondern deutlich zu machen, was sind die Chancen, die man da hat und was kann jeder dazu beitragen, diese Chancen auch zu entwickeln. Also der Mensch, auch beim Thema künstliche Intelligenz, darf nicht außen vor bleiben, sondern ist Kern und muss entsprechend entwickelt werden. Ganz interessante Einschätzung, vielen Dank auch hierfür. Und ich muss sagen, der Mensch ist ausschlaggebend für alles und ich denke, es ist eine riesen interessante Arbeit, die Sie auch haben in dem Zusammenhang, da Sie Mitarbeiter haben, erstmal über alle Fachabteilungen hinweg ist diese Anforderung gegeben und gleichzeitig natürlich auch über alle Altersgrenzen. Jetzt hat man junge Mitarbeiter, die man einstellt, die natürlich schon mit der Digitalisierung aufwachsen, das eigentlich in den Kinderschuhen liegt und natürlich langjährige Mitarbeiter, die vielleicht, gerade wenn sie nicht vielleicht aus einer Digital- oder IT-Abteilung kommen, vielleicht eher Schwierigkeiten haben, das anzupacken. Ich glaube persönlich, auch aus der Erfahrung heraus, ist es kein demografieabhängiges Thema. Also alt sagt nicht, dass jemand abgelehnt
steht. Es ist mehr manchmal eher so, dass man sagt, da gibt es so eine Mittelschicht. Ich spreche mal gern vom Permafrostboden, also oben weich, unten weich, aber in der Mitte gefroren, wo einfach auch eine gewisse Vorsichtigkeit, Zurückhaltung oder so existiert, um sich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen. Häufig ist es vielleicht auch die erste oder zweite Ebene, wo man vielleicht auch zum Beispiel ein Einzelbüro bekommen hat, wo man dann sagt, hey, das ist ein Status und das will ich nicht aufgeben, wenn man vielleicht in eine modernere Bürowelten auch denkt. Auch ein Teil der Digitalisierung nämlich. Aber ich glaube, hier ist kein Altersthema. Also insofern ist es aber im Sinne dieses Vorhergesagten sehr wichtig, alle Generationen mitzunehmen und alle Mitarbeiter mitzunehmen und wie gesagt, unabhängig von was sie auch tun, weil am Ende kann es nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube persönlich, dass Digitalisierung uns helfen wird, in Deutschland diesen Facharbeitermangel oder Fachexpertenmangel, der einfach da ist, dieser War for Talents, über den man schon lange redet, aber der wirklich existent ist, eine Paroli zu bieten und Themen zu lösen, die möglicherweise über wirkliche Kapazität nicht mehr zu lösen sind. Herr Ramhorst, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Kommen Sie vorbei bei der Kieler Woche. Sehr gern. Da gibt es auch eine Digitalisierungsstory, weil Sie können heute, anders als vor 5, 6 Jahren, die Kieler Woche komplett im Internet verfolgen. Also die Rennen, die Segelregatten der Kieler Woche, das war früher nicht möglich. Früher sind Sie in den Hafen gekommen, haben gedacht, hey, das ist die weltgrößte Segelveranstaltung. Ja. Wo sind denn Sie alle? Weil die Schiffe waren so ganz klein am Horizont und heute können Sie das im Internet oder mit Public Viewing an Land erleben und Sie kriegen erklärt faktisch, was auf dem Wasser passiert, was man so mit dem bloßen Auge auch nicht erkennen kann. Also das insofern sehr spannend. 22. bis 30. Juli. Vielen lieben Dank. Ich muss sehen, wie das mit unserer Veranstaltung klappt, aber ansonsten nehme ich die Einladung sehr gern an. Herr Willkommen. Danke Ihnen und danke fürs Zuschauen.